Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tardigate Tactical, das Modular Ballistic Armor Systems der MBUG Plate Carrier. Tardigate Tactical hat neben dem hervorragenden MCS Chest Rig System, was wir euch schon vorgestellt haben, und den Pouches auch einen Plattenträger im Angebot. Den haben wir uns jetzt mal hier im Detail angeschaut. Der ist auch in der Aufbauphase. Das heißt, zum Zeitpunkt des Videos hatten wir nur bedingt Teile für diesen Plattenträger zur Verfügung. Da werden noch weitere Teile kommen, aber nur so viel, dass ihr es einfach mal gehört habt. Standardmäßig kommt der Plattenträger genauso, wie ihr ihn hier seht. Ihr habt eine Front- und eine Backplate-Pouch. Hier wird mit Laminat gearbeitet, Dura-Laminat, Lasercut, wie sie das heute gehört und modern ist. Das Ganze einmal auf der Vorderseite und auch auf der Rückseite. Komplett alles mit Lasercut ausgestattet. Auf der Front habt ihr hier ein großes Klettfeld, was auch nochmal geschlitzt ist, also auch genutzt werden kann für reguläre Molletaschen. Ansonsten Klett für Patches. Und hier an den Seiten habt ihr rechts und links in Halbmolle-Schritten nochmal Schlitze geschaffen, um eben auch nochmal Ausrüstung anbringen zu können, die eben ein bisschen feiner justiert werden muss, wie zum Beispiel Push-to-Torque-Einheiten oder sonstige Sachen, die man hier neben rechts und links postieren möchte. Die Front wird hier ausgeführt mit einem Plakat, das mit Fastex-Verschlüssen verschlossen wird. Die sind auch hier eingefasst im Plattenträger. Das heißt, ihr könnt die nicht versehentlich öffnen. Die gehen auch dann dadurch ein bisschen schwieriger auf. Und damit lässt sich dann das Plakat auch leicht entnehmen. Ist ein typisches Standardplakat, wie man das kennt. 6 Reihen Molle in der Breite, um eben 3 Magazintaschen aufnehmen zu können oder andere Taschen. Unten habt ihr nochmal 2 Pull-Tabs, um das Ganze eben auch leichter hochziehen zu können zum Anziehen des Plattenträgers. Ist mit Löchern versehen, um hier auch nochmal mit Paracord oder Bungee-Cord das Ganze nochmal zu erleichtern. ITW Nexus Hardware, alles vom Feinsten, super Verarbeitung. Der Kammerband, der mitgeliefert wird, wird hier mit Klett vorne verschlossen. Ihr habt hier auch nochmal ein Stück Laminat, was übersteht, um eben einfach dann auch den Klett auf und zu machen zu können. Das Ganze wird hier auf der Rückseite in einen Innenbereich geschoben und hier verklettet. Am hinteren Ende habt ihr doppellagiges Elastikband, was einen ordentlichen Zugwiderstand gibt. Das heißt, ihr habt hier auch keine Probleme mit der Größeneinstellung, beziehungsweise dass der Plattenträger ein bisschen mit euch arbeitet. Und ansonsten stehen euch hier zur Verfügung von der Mollebreite 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen Molle in der Breite. Durch die Verstellung hinten habt ihr da auf jeden Fall für alle was dabei. Man hat jetzt hier beim Kammerband auch nochmal ein bisschen Versteifung mit eingearbeitet. Das heißt, wir machen ihn einmal auf und nehmen ihn mal runter von der Puppe, damit ihr das mal besser sehen könnt. Die kann jetzt mal zur Seite. Das ist nämlich heutzutage unserer Meinung nach das Wichtigste bei einem Plattenträger, dass der Kammerband den Körper wie einen Ring umgibt und eben auch ein bisschen horizontale Versteifung bietet. Das hat man bei Tardigate Tactical hier mit Curve-Material realisiert, anstatt Tegris. Ist im Endeffekt auch ein Thermoplastik, was sich sehr gut eignet, um eben solche Sachen verwindungssteif zu machen in der horizontalen. Man hat hier auch nur den oberen Bereich mit diesem Curve-Material versehen, dass im Endeffekt die untere Reihe noch mal ein bisschen elastisch bleibt und das spart natürlich auch Gewicht. Und hier habe ich halt die Möglichkeit, das Ganze mit Molle zu bestücken. Im oberen Bereich ist hier auch noch mal Flauschklett versehen, um wahrscheinlich für einen späteren Zeitpunkt eben auch mit Sideplate-Pouches arbeiten zu können. Und dieses Curve-Material ist nicht mit dem Laminat verklebt, bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit auch zweilagig zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt von innen Molle-Pouches montieren und auch von außen. Das ist eine sehr coole Sache. Der Kammerband wird, wie ich schon erwähnt habe, hinten eingeschoben in den Plattenträger und hat hier elastische Enden. Das Problem hierbei ist, man hat leider keinen direkten Zugang. Also auch wenn ich das Plattenfach unten aufmache, kommt man hier nicht rein. Man hat die einzige Möglichkeit, hier die Verstellung zu gewährleisten, ist hier von der Seite reinzugreifen. Ich empfehle einfach dann die Platte zu entnehmen. Dann ist es ein bisschen einfacher, zeige ich euch gleich, wenn wir die Platte rausnehmen, wie das funktioniert. Und natürlich können hier auch irgendwelche Plastikeinschübe genutzt werden, um den Klett leichter zu trennen. Das könnte man unserer Meinung nach hier
nochmal ganz einfach realisieren, indem man hier das bis unten hinschlitzt. Dann könnte man die Plattentasche eben komplett aufmachen, um an den Kammerband leichter ranzukommen. Auf der Front habt ihr vielleicht schon bemerkt, hier ist rechts und links nochmal Flauschklett. Der primäre Zweck hierfür ist, dass man bei Tailgate Tactical gesagt hat, wir wollen eine optimale Kabelführung gewährleisten, dass kein Kabel irgendwo außen verlegt werden muss. Das heißt, ihr hättet hier schon mal einen Zugang. Man kann natürlich hier auch schon mit Dengler bzw. mit Expander Wings arbeiten, die dann nochmal hier eingeklettet werden, um eben hier vorne nicht 5 Lagen Klett übereinander zu haben, das ein bisschen zu trennen. Wir haben hier auch von Crye den SPC-Kammerband da. Der ist im Endeffekt so ausgeführt, dass der vorne geklettet wird und hinten mit einer Schaufel eingeschoben wird. Das heißt, den könntet ihr hier auch zum Beispiel benutzen. Der ist mit Tegris verstärkt, hat natürlich dann aber, weil er für Crye konzipiert ist, hier von der Breite her mehr Spiel nach oben und unten. Also das ist nicht optimal, aber es wäre auf jeden Fall möglich, den zu nutzen, um eben auch nochmal eine horizontale Versteifung hinzubekommen, die dann eben auch nochmal bis nach vorne geht und nicht nur bis zum Rand, wie es mit dem Tailgate Kammerband ist. Ja, dann schauen wir uns einmal kurz die Innenseite an, bevor es an die Plattenfächer geht. Hier hat man vorgesehen mit 2 Klettstreifen, dass man Polster anbringen kann. Die gibt es noch nicht von Tailgate aktuell. Wir haben jetzt mal von SKD die Pontoons, die passen hier zum Beispiel perfekt rein. Es gibt, glaube ich, auch von Direct Action Gear nachträglich Polster, die man einbauen kann. Die könnte man natürlich hier auch verwenden. Das ist dafür gedacht. Oder aber ihr nehmt hier eine Iceplate von Core Performance und klettet die mit ein. Also ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten, nochmal mit dem Komfort ein bisschen zu spielen. So. Schultertragegurte. Hier habt ihr die Möglichkeit, wahrscheinlich auch für später gedacht, mit einem Trennsystem zu arbeiten, denn hier sind Vorrichtungen für 25 mm vorgesehen. Da ist aber momentan noch keine Funktion dahinter. Das heißt, vielleicht gibt es da später nochmal dann ein Schnellabwurfsystem. Das wissen wir jetzt leider noch nicht. Ansonsten wird hier das vordere Plateback-Teil mit Klett mit dem hinteren verbunden. Die Größenverstellung erfolgt dann hier innerhalb des hinteren Teils. Das heißt, ihr könnt hier einfach das so lange oder so kurz machen, wie ihr das braucht, und könnt es dann hier wieder gegenkletten und habt damit dann den Schultergurt realisiert. Der ist hier auch nochmal mit Lasercut ausgestattet. Das heißt, ihr könnt hier auch nochmal Kabelführung realisieren oder andere Ausrüstung anbringen. Es gibt bereits zum jetzigen Zeitpunkt Schulterpolster, die man extra dazu erwerben kann, wenn einem diese Low-Profile-Polster hier nicht zusagen. Die Platebacks sind von der Größe her hier für Medium und Large Sapis. Das finden wir ganz cool, denn man hat so die Möglichkeit natürlich zu skalieren, wenn das notwendig ist, und spart natürlich Produktionskosten, weil man nur einen Plattenträger anbieten muss in den häufig genutzten Größen Medium und Large. Hier haben wir jetzt mal eine Medium, da eine Large-Platte drin. Die Medium hat natürlich hier im oberen Bereich ein bisschen Spiel. Da haben wir von unserem guten Freund Joachim von LMSG mal den Tipp bekommen, der ist übrigens Gold wert. Wenn ihr sowas habt und im oberen Bereich Spiel habt, einfach ein Stück Schaumstoff oben einsetzen. Das dient dann auch nochmal als Kinnschutz. Perfekt. Das Plattenfach ist mit ordentlich Klett ausgestattet, wie ihr sehen könnt, um hier eben eine Platte super unterbringen zu können. Im eigentlichen Plattenfach habt ihr hier keinen Durchgang nach außen. Also das habe ich jetzt nur, ich habe jetzt im Endeffekt die Platte nur rausgenommen, damit ich leichter an die Innenorganisation rankomme. Also das ist tatsächlich nur ein Plattenfach, aber ihr habt dann hier natürlich die Möglichkeit, einmal über den Frontbereich, wenn ihr hier mit der Hand reingreift, habt ihr hier in der Mitte einen Durchgang. Das heißt, hier unterm Klett ist quasi ein Schlitz, wo Kabel durchgeführt werden könnten. Die können dann hier bis nach oben geführt werden und können dann hinter diesem, jetzt kommt die Hand nicht mehr raus, hinter diesem Klettbereich habt ihr quasi einmal hier nochmal einen Ausgang und habt hier nochmal einen kleineren Ausgang und habt hier oben nochmal einen Ausgang. Und hier neben auch nochmal 2 kleine Löcher, wo ihr auch nochmal durchführen könnt. Also tatsächlich ist dieser Plattenträger maximal
so konfiguriert, dass keine Kabel sichtbar sind. Die komplette Front lässt sich hier kabellos gestalten. Wenn ihr hier durch dieses kleine Loch geht, könnt ihr dann quasi, wenn das Schulterpolster verbaut ist, mit dem Kabel hier übers Schulterpolster gehen. Dann ist auch das komplett verschwunden. Und das kommt dann hier hinten auch wieder raus. Und auch hier wieder auf der Rückseite habt ihr hier im oberen Bereich einen Durchgang und hier an den Seiten nochmal 2 Durchgänge und hier auch nochmal. Und natürlich auch hier wieder über den Kammerband. Also auch wieder 3 verschiedene oder 4 verschiedene Möglichkeiten, plus die auf der anderen Seite, um hier Kabelführung zu gewährleisten. Extrem cool. Hier sitzt jetzt eine Large-Platte drin. Da seht ihr auch schon, da ist natürlich unten dann der Klett nicht komplett schließend, aber das passt trotzdem ohne Probleme. Und hier wäre dann die Platte auch abschließend oben sauber drin. Also eine Large-Platte füllt den Plattenträger perfekt aus. Das ist hier eine Large Sapi. So. Ja, also gut durchdachter Plattenträger von Tardigate Tactical. Was uns besonders gut gefällt hier, ist natürlich die Möglichkeit, die Kabel komplett innen zu verlegen, ohne dass das stört. Der Kammerband mag uns noch nicht so hundertprozentig gefallen. Er gibt zwar schon eine gewisse Struktur, aber da ist auf jeden Fall auch die Möglichkeit gegeben, mit anderen Kammerbands von anderen Herstellern zu arbeiten. Vielleicht kommt da auch noch mal eine andere Version, die da vielleicht noch ein bisschen mehr von vorne her, von der Fixierung her, Möglichkeiten bietet. Aber auch da wiederum ist es so, dass bei anderen Herstellern, dass man da nicht immer die hundertprozentige Lösung bekommt und dass man zum Schneider seines Vertrauens gehen kann, um eben auch bestehendes Gear zu modifizieren, wie zum Beispiel hier vorne eine First Spear Tube zu verbauen oder was auch immer ihr gerne habt, um euren Kammerband schnell an- und ablegen zu können. Ansonsten habt ihr hier out of the box einen vollwertigen Plattenträger, der euch mit Medium- und Large-Platten perfekt schützt und eure Ausrüstung zusätzlich trägt. Den M-Bugs Blade Carrier von Tardigate Tactical bekommt ihr überall dort, wo man Produkte von Tardigate kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr die Organisation für die Kabellage? Ist es euch ein wichtiges Thema? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.